more people are coming. So we'll wait a moment. Wir warten noch kurz, bis die anderen auch draufkommen. Who's not here? Can you see that somebody's not here? What do you see? How do you know that it's the absence of Andrea? Ja, woher wissen wir, dass es die Abwesenheit von Andrea ist? What you see is nothing. Das, was man sieht, nichts ist. Okay, shall we begin in any case? Fangen wir vielleicht mal langsam an. So we were discussing what a conceptual understanding is. Wir waren gerade dabei, darüber zu sprechen, was ein konzeptionelles Verständnis ist. And we saw that basically, in addition to apprehending something correctly and decisively, und wir haben gesehen, dass zusätzlich dazu etwas korrekt und mit Sicherheit zu erfassen, through the medium of a audio category and a meaning category, talking about conceptual. Und zwar etwas zu erfassen über das Medium einer akustischen Kategorie oder einer Kategorie, die einer Bedeutung besteht. Right? It's that we have in the background there, we've worked out all the implications, we've applied it in various situations, and so on. We've put it together with a lot of other teachings, a lot of other things. Und dass wir auch die Implikationen dieses Verständnisses in der Vergangenheit schon herausgearbeitet haben und diese Sache auch in Verbindung gesetzt haben zu den vielen anderen Lehrringen, die wir erhalten haben. And our cognition, our focus on, we're using the example of voidness, is held by the force of all these latencies of this, potentials from it. Und, there's one way of explaining it, there's another way of explaining it, but we won't deal with that, that's more complicated. Und wir haben ja hier das Beispiel der Leerheit genommen und dann haben wir auch gesagt, dass das Verständnis dieser Leerheit eben auch gehalten wird, Kraft dieser Einprägungen, die diese vergangenen Untersuchungen in unserem Geist hinterlassen haben. And the more implications we've worked out, the deeper our understanding will be. Und desto mehr Implikationen wir von diesen vergangenen Untersuchungen mit hineinnehmen können in unser gegenwärtiges Verständnis, desto tiefer wird unser Verständnis sein. So now the question is, how do we understand something non-conceptually? Das war also so viel zu dem konzeptuellen Verständnis von etwas. Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich stellt, wie versteht man etwas nicht konzeptuell? And now this gets a little bit complicated. What we explained before was not as complicated. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Das, was wir bisher schon gehört haben, das war ja noch nicht so kompliziert. Not that complicated. More complicated things. But this is very, very interesting, actually. Also, es ist auch nicht so kompliziert. Es gibt noch Dinge, die sind noch wesentlich komplexer, aber es ist ziemlich interessant hier. But
we hear so much in the Buddhist teachings. You have to have a non-conceptual cognition of voidness, and the Four Noble Truths, and so on. This is the big goal, isn't it? And we have no idea what that means. Es ist wichtig, weil wir ja im Buddhismus so viel hören davon, dass es notwendig ist, ein nicht konzeptuelles Verständnis der Leerheit, der vier edlen Wahrheiten und so weiter zu gewinnen. Gleichzeitig aber wissen wir nicht, was das bedeutet. Right? We hear the word accurately, decisively. No idea what it means, really. Not even the meaning, let alone understanding the meaning. Wir verstehen zwar diese Worte, wenn wir eben von einem nicht konzeptuellen Verständnis sprechen. Wir hören diese Worte klar und korrekt und sind uns auch sicher diesbezüglich, aber wir haben keine Ahnung von der Definition, geschweige denn von der Bedeutung der Definition. So, to understand this, we need to describe progressive stages. Und um das hier besser zu verstehen, müssen wir in fortschreitenden Stufen unser Verständnis aufbauen. Okay, so let's use an example of a baby. And there's a dog in front of the baby. Baby sees the dog. Nehmen wir als Beispiel ein Kleinkind, das einen Hund vor sich hat und diesen Hund anschaut. Okay, now the dog can apprehend, the baby. The dog apprehends as well. The dog sees the baby. But the baby can apprehend non-conceptually this thing that it's seeing. So what does the baby see? Wenn dieses Kleinkind jetzt diesen Hund anschaut, dann hat dieses Kleinkind ein nicht konzeptuelles Erfassen dieses Hundes. Aber was ist es, was dieses Kleinkind sieht? Okay, the baby sees colored shapes. Denn das Kleinkind sieht färbige Formen. Right? Now, we have what I will explain now is the Gelugpa explanation, Tsongkhapa's explanation. Non-Gelugpas don't agree with this, so we will leave that aside. This is the Tsongkhapa's explanation. Und was ich jetzt hier erklären möchte, ist die Erklärung von Tsongkhapa. Gibt hier auch andere Erklärungen, denn diese Erklärung von Tsongkhapa wird in anderen Schulen nicht akzeptiert, aber die lassen wir jetzt einmal hier beiseite. You should be quite aware that Tsongkhapa was really a revolutionary. He questioned and reinterpreted and re-explained almost everything. Uns sollte bewusst sein, dass Tsongkhapa wirklich ein Revoluzer war, in dem Sinne davon, dass er also die Sachen wirklich hinterfragt und überprüft hat und auch neue Interpretationen vorgeschlagen hat. So, according to Tsongkhapa, the baby does not, non-conceptually, the baby doesn't just see disjointed colored shapes. Und Tsongkhapa zufolge sieht dieses Kleinkind nicht nur unzusammenhängende farbige Formen. And it doesn't just see disjointed 1 second pictures. Und es, 1 second one thing and then the next second another thing, and they're not related to each other. Baby doesn't see that. Es sieht auch nicht unzusammenhängende Momente, sondern also in seiner Wahrnehmung gibt es schon einen Sinn von Kontinuität. Yeah, well, I didn't say that. I didn't say that. Rather, the baby sees the whole that they constitute, both spatially and temporally. Das Kind sieht vielmehr das Ganze, das sozusagen räumlich und zeitlich that the dog constitutes? Or? No, that the colored shapes, moment to moment, that are changing, that the thing is moving, that it sees a whole thing. Not just disjointed parts and disjointed colored shapes. Also das Kind sieht vielmehr
die eine Ganzheit, nämlich in Raum und Zeit, die von diesen farbigen Formen dargestellt wird. Right? This is non-conceptual. Others say it's conceptual. Tsongkhapa says this is non-conceptual. You see the whole, you don't just see parts. Das heißt, der Tsongkhapa sagt hier, man sieht also das Ganze und nicht bloß seine Teile. Und andere Gelehrte widersprechen hier bezüglich auch der Ansicht, dass das eine nicht konzeptuelle Wahrnehmung ist. Right? These are known as collection syntheses. Synthesizes. Collection of parts and temporal frames into a whole item. Und das wird beschrieben mit einer Ansammlung, die irgendwie eine Synthese schafft aus verschiedenen räumlichen und zeitlichen Teilen. So in other words, the baby can distinguish some of the colored shapes in the visual sense field as constituting an individual item. Das heißt, dem Kleinkind ist es möglich, einige dieser farblichen Formen in seinem Sinnesfeld zu constitute individual item that's a synthesis of colored shapes, parts such as legs, head, tail, puts it all together into one item. Das heißt, dem Kleinkind ist es möglich, aus seinem Sinnesfeld einen individuellen Gegenstand herauszuheben, der aus verschiedenen Teilen besteht, wie einem Schwanz, einem Kopf und so weiter und so fort. And the synthesis of at least several moments of perception. Und, like when the animal is moving, it sees different colored shapes, doesn't it? So it actually does see a whole item, non-conceptually. Und dieses Kleinkind sieht dann also tatsächlich nicht bloß einzelne Momente, sondern synthetisiert auch also eine Anzahl von verschiedenen Momenten zu einem Ganzen. Does that make sense? Macht das Sinn, oder? Otherwise, very difficult to make sense of what we perceive, isn't it? Wenn das nicht Sinn machen würde, dann wäre es sehr schwer, aus dem, was wir wahrnehmen, eine Bedeutung zu gewinnen. Okay, now, also when the baby sees these colored shapes, it distinguishes the characteristic features of what kind of item it is. Wenn das Kind diese farbigen Formen sieht, dann unterscheidet es dabei auch gleichzeitig die verschiedenen charakteristischen Merkmale dessen, worum es sich dabei handelt. In this case, the characteristic features of a dog. In diesem Fall sind das die charakteristischen Merkmale eines Hundes. We've had our discussion of characteristic features. But just conventionally, it sees the characteristic features. Wir haben über diese charakteristischen Merkmale schon gesprochen und können hier jetzt einfach darüber sprechen, dass dieses Kleinkind diese konventionellen charakteristischen Merkmale wahrnimmt. This is called a kind synthesis. A kind. What kind of thing it is. It's called a kind synthesis. Das bezeichnet man als eine Synthese nach der Beschaffenheit oder Art des Objektes. Okay. So, what is the child seeing, the baby seeing? It actually is seeing the dog. Not just seeing colored shapes, it's not just seeing a whole item, it also is seeing the dog, isn't it? Und was das Kind dann im Endeffekt wahrnimmt, ist ja wirklich, es nimmt ja wirklich einen Hund wahr. Es nimmt nicht nur farbige Formen wahr oder eine Ganzheit von verschiedenen Teilen, sondern es nimmt tatsächlich einen Hund dort wahr. Right? Whether it knows that it's a dog or not is something else. But you'd have to say that it is seeing a whole knowable item, and what it's seeing is a dog. Wouldn't you? A whole knowable item. It's common sense. What
was the part about the whole knowable item? Whole, knowable, a validly knowable thing. And that's Validly knowable item. And what is it? It's a dog. Okay. Das Kind nimmt dabei nämlich ein ganzes und gültiges Ding wahr, das wir als Hund beschreiben können. So, more technically, it sees the characteristic features of a dog. Um genau zu sein noch, sieht es die charakteristischen Merkmale eines Hundes. And something that has these characteristic features, namely a dog. Und etwas, das durch diese charakteristischen Merkmale ausgezeichnet ist, nämlich einen Hund. Right? You can't have characteristic features and something having these characteristic features. Those two things can't exist independently of each other. Es ist nämlich nicht möglich für die charakteristischen Merkmale einer Sache und der Sache, die als Basis für diese charakteristischen Merkmale dient, unabhängig voneinander zu existieren. Right? The thing that has, not the word basis, the thing that has these characteristics. Also nicht die Basis, sondern dass diese charakteristischen Merkmale und das Ding, das diese charakteristischen Merkmale hat, die können nicht voneinander getrennt existieren. Yeah? So Zen or Zen Yi and Zen Chen, having it. So, and these two things cannot appear separately from each other. Und diese zwei Dinge, nämlich das Kennzeichen und das, was das Kennzeichen oder Merkmal hat, die können nicht getrennt voneinander existieren. Okay, do you follow this? Characteristic features of a dog. Well, it's a convention, isn't it? But, like our example of the 12 eggs being divisible into 3 or 4 or so on, there are these characteristic features. But you can't have a divisible into 4. That can't appear by itself. You have to have something, which has that characteristic. 12 eggs. You can't have one without the other. Both have to appear. Das heißt, dieses charakteristische Merkmal, das ist bloß eine Konvention, so wie wir auch gesehen haben im Beispiel der 12 Eier, die man eben in 3 oder 4 teilen kann und so weiter. Und diese Tatsache aber, dass sich diese 12 in 4 aufteilen lassen, das ist nicht diese Tatsache erscheint nicht für sich selbst, das heißt nicht unabhängig, kann nicht unabhängig von diesen 12 Eiern erscheinen, sondern diese 2 Dinge, das heißt das charakteristische Merkmal und das, was das charakteristische Merkmal hat, erscheinen immer gemeinsam. Do you follow that? Soweit so klar? Okay, so characteristic features. So if it's seeing the characteristic features of a dog, the tail and all these sort of things, then it's seeing a dog. Das heißt, um bei unserem Beispiel zu bleiben, wenn das Kleinkind die charakteristischen Merkmale eines Hundes wahrnimmt, dann muss es gleichzeitig auch immer einen Hund wahrnehmen. So, the baby doesn't have to know what this thing is in order to see a dog. Does it? Das heißt, das Kind muss nicht wissen, was ein Hund ist, um einen Hund wahrzunehmen, oder? Ja. Okay. So, now more technically. Remember, we discussed a little bit before mental labeling. There's a basis for the label, and there's a label. Wenn wir das noch ein bisschen technischer werden, haben wir vorher über dieses geistige Zuschreiben gesprochen. Und bei diesen geistigen Zuschreibungen gibt es immer there's a label and there's a basis for label. Ja.
gibt es diese geistigen Zuschreibungen und es gibt die Basis, auf deren diese zugeschrieben werden. So, with mental labeling, there's actually three things that are involved. Das heißt, bei diesen geistigen Zuschreibungen gibt es eigentlich drei Teile, die in diesem Prozess beteiligt sind. Right? There's the label, there's the basis for labeling, and then there's what the label refers to in terms of that basis. Das heißt, es gibt einmal diese geistige Zuschreibung, dann gibt es die Basis dieser geistigen Zuschreibung und dann gibt es noch das, worauf sich diese geistige Zuschreibung bezieht im Sinne seiner Basis. There's the label orange. There's the basis, this frequency of light between this number and that number. So, what is orange? Orange is what the word orange refers to on the basis of these frequencies. Also, orange is not the same as the frequencies, is it? wenn wir zum Beispiel die Farbe Orange hernehmen als geistige Zuschreibung, dann wird die Basis dieser geistigen Zuschreibung eine gewisse Frequenz, eine gewisse Wellenlänge des Lichtes sein. Und dann haben wir auch noch das what refers to in terms of its basis, das, worauf sich das Wort Orange bezieht im Sinne seiner Basis, das heißt der Frequenz des Lichtes. Macht das Sinn? No, let's give another example. You see pictures of yourself spanning your life. Nehmen wir ein zweites Beispiel noch her. Was ist, wenn wir jetzt uns Bilder anschauen, die verstreut sind über unsere ganze Lebenszeit? And what am I seeing? I'm seeing, in my case, Alex. Und was sehen wir, wenn wir diese Bilder betrachten? In meinem Fall werde ich Alex sehen. Is Alex just identical with one of those pictures? The 5-year-old, or the 20-year-old, or the 50-year-old? No. Und dieser Alex wird der identisch sein mit bloß einer dieser Bilder, nämlich einem der Bilder, als ich 5 Jahre alt war, als ich 20 Jahre alt war oder als ich 50 Jahre alt war. No, Alex is what the word Alex refers to on the basis of all these pictures, isn't it? Alex ist vielmehr das, worauf sich das Wort Alex bezieht, auf der Basis von allen diesen verschiedenen Bildern. I'm just looking at pictures, colored shapes on a piece of paper. These colored shapes on the piece of paper, Alex? No, it's ridiculous, isn't it? Also ich schaue mir ja nur verschiedene But Bilder an. I'm seeing Alex. So what does Alex refer to? Alex. Ich schaue mir ja nur verschiedene Bilder an und es wäre also sinnlos davon zu sprechen, dass Alex irgendwo in diesen Bildern ist. Dennoch aber sehe ich auf diesen Bildern genau immer Alex und so können wir also verstehen, dass Alex genau das ist, worauf sich das Wort Alex bezieht, auf der Basis dieser Bilder. Follow that? That's very profound, actually. Yeah, that's often our problem, that we confuse what a label refers to with the basis. In Tibetan, the dakcha and the dakshi. Wenn wir dem folgen können, das ist eigentlich schon sehr tiefgründig und oft ist es so, dass man dabei den Fehler macht, dass man die Basis der Zuschreibung verwechselt mit dem, was der Referent der Zuschreibung ist. So, digest that for a moment. Das können wir I think this example with seeing photographs of yourself is a good example. Ich glaube, das Beispiel, dass man Bilder von sich selbst sieht, ist hier ein sehr gutes Beispiel.
So, a basis for labeling. Also die Basis der Zuschreibung And what a label refers to und das, worauf sich die Zuschreibung bezieht, do not exist independently of a mental label. The three arise dependently on each other. Diese zwei Dinge existieren nicht unabhängig von einer geistigen Zuschreibung und treten immer gemeinsam auf. But although these three do not exist independently of each other, the baby doesn't know the mental label dog. Und obwohl diese drei Dinge nicht unabhängig voneinander existieren, weiß das Kleinkind noch nicht um die geistige Zuschreibung Hund. It sees what the label dog refers to. Es nimmt wahr, das, worauf sich die geistige Zuschreibung Hund bezieht. And it sees the basis for that label is colored shapes and characteristic features. Und es nimmt auch wahr die Basis dieser Zuschreibung, nämlich die farbigen Formen und die charakteristischen Merkmale. But it doesn't know the mental label. Aber es It doesn't know what it is. die geistige Zuschreibung nicht. So the baby doesn't have to know that it's called a dog or what it's called in order to see a dog. Das heißt, das Kleinkind muss nicht wissen, dass das, was es sieht, ein Hund genannt wird, um einen Hund zu sehen. In other words, the baby doesn't need to mentally label dog or say the word dog in its mind or even know what the word dog means in order to see a dog. Das heißt, um einen Hund wahrzunehmen, muss das Kleinkind nicht den Gedanken in seinem Geist erfassen, Hund. Es muss auch nicht die geistige Zuschreibung Hund kennen oder wissen, worauf sich das Wort Hund bezieht. Right? As babies, we had to learn the category dog and the name dog and its meaning. Als Kind haben wir erst lernen müssen die Kategorie von Hund und dessen Definition. That actually is very difficult if you think about it. There's so many different kinds of dogs. Chihuahua, German Shepherd, Cocker Spaniel. I mean, how in the world, as a child, do you know to put them all into the category dog? It's a very interesting process, isn't it? Und das ist gar nicht so trivial, wie man sich das vielleicht denken würde, denn tatsächlich gibt es ja so viele verschiedene Arten von Hunden. Es gibt den Schäferhund, den Dackel und so weiter und so fort. Und wie ist es, dass das Kind lernt, dass alle diese verschiedenen Arten alle in die Kategorie Hund einzuteilen sind? I mean, it's a very interesting process. Just as a side, it has to do with exclusion of what it's not. Und das ist ein ganz interessanter Prozess, den man sich hier auch nebenbei anschauen kann, denn in diesem Prozess wird jeweils ausgeschlossen, worum es sich dabei nicht handelt. The little baby thinks that everything is food and puts everything in its mouth. So how does the baby learn to exclude certain things, that this is not food? It's interesting, isn't it? Kleinkinder sind ja But you have to learn that as a baby, obviously. Kleinkinder sind ja dafür bekannt, dass sie alles in den Mund nehmen und das machen sie auch vielleicht vor dem Hintergrund, um eben ausschließen zu lernen, was alles nicht Nahrung ist. Und diese Sachen muss man erst lernen als Kind. So this was a conceptual process for the baby to learn the category dog and the name dog and what it means. Und das ist also der konzeptuelle Prozess für ein Kleinkind, um zu lernen, was die Kategorie Hund ist, worauf sie sich bezieht und was deren Referenz ist. So now, we learn the category dog, we learn the word for it, and so on. So now when we see a dog accurately and decisively, we could cognize it conceptually in the next moment, both accurately and decisively, through the category dog.
Und when we see a dog accurately and decisively, wenn wir einen Hund also jetzt genau und mit Sicherheit wahrnehmen, right, that's non-conceptual, das ist nicht konzeptuell, then in the next moment we can cognize it conceptually, dann könnten wir es diesen im nächsten Moment nicht konzeptuell wahrnehmen, konzeptuell wahrnehmen, both accurately and decisively, und zwar sowohl genau als auch mit Sicherheit, through the category dog. mittels der Kategorie Hund. Right? We see it through this category. So what does that mean? That means that we're not necessarily thinking the sound of the word dog in our heads. Und was bedeutet das nun aber? Es ist nicht unbedingt so, dass wir daran denken, wie das Wort Hund in unserem Kopf lauten würde. To apprehend it conceptually as a dog. Sondern to apprehend. In order to, what is this like? To apprehend it conceptually as a dog, it's like in our minds, accurately and decisively, putting it in the box dog. Nämlich einen Hund konzeptuell genau und mit Sicherheit zu erfassen, besteht darin, in unserem Geist diesen Hund genau in diese Kategorie Hund einzuordnen. As if it truly existed in a box, independently of its being just what the label dog refers to. Als ob es unabhängig davon existieren würde, worauf sich die Zuschreibung Hund bezieht. That's what it means, conceptual. Put it in a box. Dog. Deswegen spricht man hier auch von konzeptuell, weil es sich hier um einen Vorgang handelt, in dem so eine Wahrnehmung Hund einfach in eine Schublade Hund gesteckt wird. We do that all the time. We put things in boxes, especially, good, bad, pretty, not pretty. It's like boxes. Und wir tun das die ganze Zeit. Wir tun die Dinge ständig in verschiedene Schubladen, besonders jene wie gut und böse oder schön und schier und so weiter. As if truly from their own side they were established. Is that? No, based on concept. Und wir tun dabei, als ob diese Dinge von ihrer eigenen Seite aus so in dieser Art und Weise etabliert werden. In Wirklichkeit aber handelt es sich bloß um unsere eigenen Konzepte. But even so, when the child knows that this is a dog, it doesn't mean that the child understands that dogs bite and that dogs have to be, taken for a walk and they have to be fed and so on. The child doesn't necessarily understand all the implications of what's involved with a dog. Und obwohl ein Kleinkind... That's more than just the decisive, correct apprehension. Obwohl ein Kleinkind auch also einen Hund genau und mit Sicherheit erfassen kann, ist es bei dem Kleinkind so, dass es nicht weiß, dass Hunde beißen können, dass man Hunde also Gassi führen muss und so weiter und so fort. Das heißt, es hat die Implikationen eines korrekten Verständnisses von einem Hund noch nicht in sich entwickelt. Ja. Why is it so that the children have already, as very klein, different reaction to this dog? There are children who are afraid, and there are children that are very confident. So there is also an emotion on the side of the child. If you could just elaborate. Right. So she's saying that different children will have a different response to a dog. Some children will be naturally afraid of them, other children will be very comfortable with them. What is this? Also die Frage ist dahingehend, warum verschiedene Kinder verschiedene Reaktionen zeigen auf einen und denselben Hund. Manche Kinder sind vielleicht neugierig, andere sind vielleicht etwas ängstlich. Woher kommt das? Well, often this is based on first of all, the emotion is just
mental factor that's accompanying the cognition. So now you have to analyze a little bit more besides just the emotion that's accompanying the cognition. Also zunächst einmal die Emotion, die mit dieser Wahrnehmung einhergeht, ist eben bloß ein weiterer geistiger Faktor, eine Emotion, die mit einer gewissen Wahrnehmung einhergeht. Und wir müssen also etwas weiter prüfen als bloß das. So, there is a further concept of threat, or a further concept of friend, not a threat. That's also the filter through which the child, the baby, is perceiving this animal. Es könnte hier noch ein weiteres Konzept geben, das in sozusagen einer Gefahr besteht, oder ein Konzept, das besteht darin, nicht eine Gefahr zu sein. Und diese Konzepte würden hier als ein weiterer Filter in der Wahrnehmung fungieren. So this category. Danger, not danger. Animal has that. Danger, not danger. Also das wären weitere Kategorien, die ja auch bei den, die auch Tiere also in ihrem Wahrnehmungsprozess haben, so wie Gefahr oder nicht Gefahr. So the question is, why perceive this animal in that category? You know, does the I mean, it's interesting. What do you throw into that category of danger? Do you throw the table into that category? Do you throw the flower? People who are paranoid throw a lot of things into that category. Und das ist schon auch interessant, sich zu überlegen, wie diese zwei Kategorien mit Dingen befüllt werden. Also was sagt mir, dass ich eine Sache in die Kategorie Gefahr einordnen kann und eine andere nicht? Warum ist zum Beispiel der Tisch oder die Blume nicht in der Kategorie Gefahr eingeschlossen? Und warum zum Beispiel haben also Leute, die paranoid sind, so viele Dinge in dieser Kategorie Gefahr drin? So, you learn by experience. Und das ist eher so, dass man eben aus seiner eigenen Erfahrung lernt. And because of experience of certain things that are danger, you may label danger onto things that don't really conventionally fit into that category. Und That nobody else would agree that the table is danger, you know, is a danger. Und weil man eben Or the aus color yellow is a danger. Who would agree with that? weil man eben But you aus could throw it into, you could perceive it through that category as a danger. If the room is yellow, ooh. weil man eben aus seiner eigenen Erfahrung hier lernt und diese Kategorien zum Beispiel von Gefahr mit gewissen Dingen befüllt, kann es sein eben, dass man hier auch Dinge in diese Kategorie mit einbezieht, die konventionell nicht als Gefahren gelten würden. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass jemand die Farbe Gelb mit dieser Kategorie der Gefahr wahrnehmen würde, und diese Person würde sich dann also in gelben Räumen ganz unangenehm fühlen. A bull seeing red. It's an interesting example. Oder ein Bulle, der die Farbe Rot sieht. So, and one could learn from experience danger, either in this lifetime, or Buddhism would say some previous lifetime, so that it becomes like an instinct. Und über die eigene Erfahrung lernt man eben, welche Dinge gefährlich sind, und zwar über die eigene Erfahrung in diesem Leben oder im Buddhismus auch eben in einem vergangenen Leben. Und diese Erfahrungen verfestigen sich dann so weit, dass es zu einem gewissen Instinkt kommt. I mean, I'm sure you've heard stories of humans going to an area where humans never have been, and the animals aren't afraid of the humans. And then they learn to be afraid of humans. Ich bin mir sicher, wir alle haben schon von Geschichten gehört, in denen der Mensch also Bereiche erkundet hat, in denen es
noch keine Menschen gab und dass die Tiere am Anfang in diesen Bereichen keine Angst vor den Menschen hatten und dann aber erst mit der Zeit gelernt hatten, eben Menschen in diese Gefahrenkategorie einzuschließen. And certain cognitions through certain categories will have associated with them certain emotions that accompany it, like fear together with danger. Plus, accomplishing awareness, deep awareness, the 5 types of deep awareness, 5 types of yeshe. What to do, which is to run away. Animals know that. I didn't get the second part about the 5. We'll do the first part first. Wahrnehmungen, die vermittelt sind von gewissen Kategorien, die sind auch immer mit gewissen Emotionen belegt, so wie zum Beispiel ist die Kategorie Gefahr mit Emotion Angst belegt. Plus, we know what to do. Run away. Und das hilft uns eben The dabei, animal knows that. zu wissen, wie wir zu handeln haben, nämlich wegzulaufen zum Beispiel. So, how do you know that? Wie kommt das jetzt zustande? There are 5 types of deep awareness, the 5 types of yeshe, is the Tibetan. Es gibt da die 5 Arten der tiefgründigen Weisheiten oder die 5 Yeshis auf Tibetisch. Mirror light just takes in information. Es gibt die spiegelgleiche Weisheit, die Informationen bloß aufnimmt. Equalizing puts 2 things together, Die, more things together, die, like into a category. die ausgleichende Weisheit, die 2 Dinge miteinander vergleicht oder 2 Dinge in eine selbe Kategorie bringt. Individualizing, it specifies this, it's not anything else, it's this. Das ist der dritte, oder? That's individualizing, Ja, it's the 3rd type. Dann gibt es auch noch die individualisierende Weisheit, die Dinge spezifiziert und von anderen abscheidet. And then accomplishing, which is basically respond. So, respond, to run away. Respond, food, to stick it in your mouth. Worm knows that. Dann gibt es die, vielleicht kann man sagen, die antwortende Weisheit. Das ist die sozusagen die Weisheit, die in einer Antwort besteht, insofern als sie einem sagt, was zu tun ist. Zum Beispiel Essen ist sich in den Mund zu stopfen oder bei Gefahr ist, davon zu laufen. Yeah. And then Dharma Dhatu, or reality, the sphere of reality, which is to know what things are, either conventionally or on the deepest level. Und dann auch die Weisheit der Dharma Dhatu oder der absoluten Realität, die die Dinge ihrer konventionellen und absoluten Existenz nach richtig versteht. Well, that's part of how mental activity works. It's with these 5 types of deep awareness. Und das ist, wie eben unsere geistige Aktivität funktioniert, über diese 5 Arten der tiefen Achtsamkeit. Right? Everybody has that, including the worm. So to call it wisdom is a little bit misleading. 5 types of wisdom. Und jedes Lebewesen hat diese 5 Arten von Achtsamkeit. Insofern ist es hier etwas irreführend, von Weisheit zu sprechen. Okay, so we have these different steps so far with conceptual. You see the parts, you see the whole, you see what kind of thing it is. Wir haben hier also diese einzelnen Schritte einer konzeptuellen Wahrnehmung. Wir sehen zunächst die Teile, dann sehen wir das Ganze und wir sehen auch, worum es sich dabei handelt. And so we see what has characteristics, the characteristic features, and what has characteristic features. Wir sehen weiters die charakteristischen Merkmale und jenes, was diese charakteristischen Merkmale hat. With equalizing awareness, we can fit it, with other things that we've experienced and put it into a category if it's conceptual.
dieser ausgleichenden Achtsamkeit können wir diesen Gegenstand in verschiedene Kategorien einteilen. We're perceiving something which is a basis, we're perceiving the basis for labeling, we're seeing what the label refers to. Und wir nehmen die Basis der Zuschreibung wahr und nehmen auch wahr, was es ist, auf das sich diese Zuschreibung bezieht. But we could either know the mental label or not know the mental label. Aber wir könnten die geistige Zuschreibung selbst könnte uns bekannt sein oder unbekannt sein. And even if we know what it is, if we know the mental label, we know what it is, doesn't mean that we understand it. Und selbst wenn wir die geistige Zuschreibung kennen und dadurch erkennen können, worum es sich dabei handelt, heißt es nicht, dass wir die Sache auch schon verstehen können. And to understand it, as you said, needs experience of being with dogs, taking care of dogs, what's involved. Um etwas zu verstehen, brauchen wir, wie gesagt, also Erfahrung. Wir müssen zum Beispiel Erfahrung haben im Umgang mit Hunden, Zeit mit Hunden verbracht haben und so weiter. Or we could be taught. Our parents tell you, well, dogs have to be taken for a walk. They, do this and do that. Don't try to take the bone away from the dog. We learn. Oder andere Leute könnten uns auch diese Informationen gegeben haben. So zum Beispiel unsere Eltern könnten uns erzählt haben, dass man Hunde Gassi führen muss, dass man ihnen ihren Knochen nicht wegnehmen sollte und so weiter. So, these stages. So that's conceptual. Conceptual apprehension, what's involved. Not just apprehending it, but knowing what it is, and then understanding it. These are separate. These are individual. So funktioniert eben die konzeptuelle Wahrnehmung in diesen verschiedenen Schritten. Es gilt eben zunächst etwas korrekt zu erfassen, es dann auch als etwas zu erkennen und dann in einem weiteren Schritt kann man dazu fortschreiten, es auch zu verstehen. Und das sind alles individuelle Prozesse. And when it's when there's understanding accompanying conceptual cognition, the thing is that we are cognizing it through a category. So it's like putting it in a box. Und wenn es sich the understanding can be the same, whether it's conceptual or non-conceptual. Conceptual or non-conceptual just concerns how we're focusing on the item, on the object. Also diese Unterscheidung von konzeptuellen Wahrnehmung und nicht konzeptuellen Wahrnehmung unterscheidet sich bloß darin, mittels womit wir uns auf einen Gegenstand beziehen. In conceptual, category is actually right there. It's arising in our consciousness. In einer konzeptuellen They say literally, it arises to the face of the mind. So it's said to that. In einer konzeptuellen Wahrnehmung ist es so, dass diese Kategorie im Gesicht des Geistes erscheint. The face of the mind. Dass diese it's right in front of the face of the mind is how it's expressed. In den tibetischen Texten ist davon die Sprache, dass diese Kategorie sowas wie im Gesicht des Geistes sich befindet. Okay, so that's conceptual. Okay, das ist konzeptuell. So let us digest that for a moment. Think about it, and tomorrow we can discuss in a little bit more detail what is actual non-conceptual understanding. So viel zum konzeptuellen Verständnis und das können wir uns heute Abend durch den Kopf gehen lassen und morgen können wir dann weitermachen mit damit, was es bedeutet, ein nicht konzeptuelles Verständnis zu entwickeln. Right? When a Buddha sees a dog, does a Buddha know that it's a dog? Wenn der Buddha doesn't perceive the dog through the concept of dog or category, but does a Buddha still know that it's a dog? That's the interesting question. Wenn der Buddha einen Hund sieht, ist die Frage, ob er auch dabei noch weiß, dass es sich dabei um einen Hund handelt.
wenn nämlich ein Buddha den Hund wahrnimmt, ohne dieses Konzept eines Hundes zu haben? Das ist die interessante Frage, ob der Buddha dann noch immer weiß, dass er einen Hund sieht. Buddha doesn't put things in categories when Buddha perceives things. It's non-conceptual, not putting things in a box. Denn der Buddha schiebt die Dinge nicht mehr in Schubladen und hat insofern eben eine nicht konzeptuelle Wahrnehmung der Dinge. So if we don't put things in boxes with labels, do we still know what things are? That's the interesting question. That's what you have to figure out in order to understand non-conceptual cognition, non-conceptual understanding. Wenn man nicht konzeptuelles Verständnis so versteht, dann ist natürlich die Frage, wie man dann noch weiß, was die Dinge sind. You can't say that a Buddha doesn't know what anything is, because a Buddha knows everything non-conceptually. That doesn't make any sense. Es macht keinen Sinn, das so zu verstehen, dass der Buddha nichts mehr richtig weiß oder erkennt, denn ein Buddha hat nicht konzeptuelles Verständnis von allen Dingen. It doesn't mean that a Buddha doesn't know what anything is. Es heißt nicht, dass ein Buddha nicht weiß, was irgendetwas ist. It's not the same as the baby not knowing that this is a dog. Es ist auch nicht dasselbe im Falle eines Buddha wie im Falle eines Kindes, das nicht weiß, dass es einen Hund vor sich hat. So, what's the difference? Try to figure it out. Was ist also der Unterschied zwischen dem Kleinkind und dem Buddha? That's the challenge. Das ist die Herausforderung. Okay, so let's end with the dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this, and act as a cause for everyone to reach enlightenment for the benefit of us all. Dann schließen wir ab mit einer kurzen Widmung, welches positive Energie hier heute entstanden ist, möge diese dazu führen, dass alle die Erleuchtung gelangen mögen.